Ja, hallo, mein Name ist Christian Buske. Ich arbeite in Ulm am Universitätsklinikum und freue mich, Ihnen ja erstmal Hallo zu sagen vom EHA 2026 in Stockholm. Und ein Treffen, was immer größer wird, 15.000 bis 18.000 Teilnehmer und wo auch sehr interessante Daten zum Morbus Waldenström vorgestellt wurden. Und ich führe Sie mal einfach durch drei Beiträge, die ich interessant fand. Der erste Beitrag hat über eine Studie berichtet, die einen BTK-Degrader nutzt, also eine neue Klasse an Medikament, also eine Substanz, die wiederum BTK blockiert, wie Ibrutinib, wie Zanubrutinib, aber einen anderen Mechanismus dabei verwendet, nämlich das gesamte BTK-Protein dabei degradiert und zerstört. Und diese Studien haben sehr schön gezeigt, dass auch bei diesen schwer vorbehandelten Patienten, die zum größten Teil nicht mehr auf Ibrutinib angesprochen hatten, dass diese Substanz eine Ansprechrate erzielt, die zwischen 80 und 90% liegt und insbesondere auch bei Patienten, die Hochrisikomerkmale haben, wie Veränderungen im TP53-Gen. Also wirklich sehr gute Daten, die hier nochmal gezeigt wurden. Ein weiteres Abstract, ein weiterer Beitrag betraf unsere eigene ECWM1-Studie. Dort haben wir ja bei therapie-naiven Waldenström-Patienten geschaut, wie gut ist eigentlich DRC, Dexarituximab Cyclophosphamid, also eine milde Immunchemotherapie, im Vergleich zu Bortezomib DRC. Und was wir hier zeigen konnten, war, dass wir, wenn wir uns die Daten anschauen, Patienten abgrenzen können, die ein schlechteres Therapieergebnis haben, indem wir schauen, ob ein Patient zum Zeitpunkt ein Jahr nach Start der Therapie eine tiefe Remission, sprich eine CR oder eine VGPR erreicht hat oder nicht. Die Patienten, die dies nicht erreicht hatten, die hatten deutlich schlechteres Therapieergebnis als die Patienten, die dies erreichen konnten. Warum ist das wichtig? Weil wir als Ziel haben, Patienten frühzeitig zu erkennen, die möglicherweise schlechter unter der Therapie verlaufen und die dann wahrscheinlich von Therapieintensivierung oder einer Veränderung der Therapie zukünftig profitieren können. Dann gab es noch einen Beitrag, der sehr schön gezeigt hat, wie sehr wir uns verbessert haben. Also ein Beitrag, der den Patienten auch, glaube ich, viel Mut macht. Dies war eine Retrospektive, eine zurückschauende Analyse der Mayo Klinik in den USA. Und sie haben geschaut, wie ist eigentlich das Überleben, wenn wir schauen, in Zeitperioden vor 2001, also vor 25 Jahren, im Vergleich zur heutigen Zeit. Und zwar einmal das Gesamtüberleben der Patienten und dann das Überleben, was nur den Tod durch Waldenström zählt. Also wir nennen das also lymphomspezifisches Überleben. So während beim Gesamtüberleben über diese Jahrzehnte keine Veränderung zu sehen war, gab es eine deutliche Verbesserung des lymphomspezifischen Überlebens. Das 10-Jahres-Überleben war in der Zeit vor 2001 bei 60%. Und das ist heute bei 80%. Also wir haben einen 20%igen Anstieg, Verbesserung des Überlebens, was eben nur Lymphom zählt und nicht andere Alterserkrankungen, die natürlich auch zum Tode führen können bei den Patienten, die auch insbesondere im höheren Alter sind. Also hervorragende, neue, ermutigende Nachrichten vom EHA 2026 und ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.